Ein Segelboot ist, wie wir alle wissen, mittlerweile ein sehr komplexes System. Wer nur die schönen Seiten sieht, übersieht schnell teure Schwachstellen. Vor allem bei der Großserie sieht es nämlich so aus, dass sich viele angehende Eigner in den Platz und in den Wohnkomfort verlieben. Am Beispiel einer Jeanneau 43 DS zeigen wir euch heute, wie kleine Konstruktionsdetails langfristig große Probleme machen können und worauf man schon bei der Besichtigung achten kann, um teure Fehler zu vermeiden. Los geht's! Wir suchen das richtige Segelboot für die Maike und den Pascal. Ein junges Pärchen, um die 30, wollen mit einem eigenen Segelboot das Mittelmeer erkunden, an Bord leben und von dort arbeiten. Das ist ja eine sehr tolle Sache, wenn man so einen Traum hat. Aber noch toller ist es natürlich, wenn man den Traum dann auch tatsächlich umsetzt. Und auf dem Boot zu leben und von dort aus zu arbeiten, das ist dann schon ein Traum. Ich glaube, den Traum haben viele. Ne? Budget der beiden sind 100.000 €. Maximale Obergrenze, so für Arbeiten und die To-Dos, Investitionen, die so anstehen, dann noch 30.000 € mehr. Da sie im Mittelmeer bleiben wollen, muss es kein typisches Langfahrtschiff sein. Das Boot muss mit den dort leichten Winden umgehen können, man will ja auch nicht dauernd Motoren. Da ist ganz schnell die ältere Großserie in den Mittelpunkt unserer Diskussionen gerückt, weil man in dem Bereich auch eine ganz komfortable Größe erreichen kann fürs Geld. Genauer im Gespräch waren Beneteau 40cc, Hunter 430, Grand Soleil. Überzeugt hat dann allerdings anhand von Bildern und unseren Beschreibungen die DS-Reihe von Jeanneau. Und zwar die ältere, die 43 DS aus den Anfang der 2000ern mit den eckigen Fenstern noch, die der Abkürzung DS, also Decksalon, auch zumindest noch etwas nahe kommen mit der leicht erhöhten Sitzgruppe und den großen Fenstern. Die Suche mit Maike und Pascal, die fand ja im Herbst 22 bis März 23 statt. Und es war ja genau die Marktphase, in der es wenig gute Boote zu fairen Preisen gab. Und das Boot sollte damals 120.000 € kosten. Und die 120.000 € waren einfach viel zu dicht an ihrem Budget dran. Die 120.000 € waren auch zu viel für den Zustand des Bootes. Der Makler hat ausführliche Bilder geschickt und wir haben uns das Boot vorher per Bild angeschaut und haben dann schon mal einen Preis von 103.000 € verhandelt, einfach aufgrund des Zustandes des Bootes. Und der große Punkt war, dass wir schon auf den Bildern gesehen haben, dass die Kielbolzen nicht mehr so in Ordnung waren. Also sie waren schon relativ angegammelt und wenn das der Fall ist, dann, kann man natürlich auch auf das ein oder andere schließen. Deswegen sind wir im Vorfeld schon hergegangen und haben über den Preis verhandelt. Schauen wir uns doch auf unserer Lieblingsbörse Boat24 kurz mal an, wo das Modell heute preislich liegt. Wir haben aktuell 5 Inserate online, die erste bei 148.000 €, was schon ein ordentlicher Preis ist, spannenderweise auf Leros, also auch weit weg. Und nur ein Bild online, das ist schon hart irgendwie, also würde mich wundern, wenn das Inserat viele Anfragen bekommt. Dann haben wir eine in der Ostsee für 133.000 €, auch noch relativ viel, aber es ist eben die Ostsee. Jetzt kommen wir schon in realistischere Ebenen. Hier haben wir 90.000 €, allerdings unversteuert und damit wären wir dann bei 110.000 € ungefähr, wenn man das Boot noch versteuert. Auch auf Leros. Interessanterweise haben es 3-mal so viele Leute in den Favoriten wie die erste, die teuerste. Nächste hat einen blauen Rumpf, 100.000 glatt, auf den ersten Blick gut, hat viele Bilder. Und Nummer 5, 118.000 €, auch Griechenland. Wir sehen hier also schon mal eine Tendenz. Die meisten der verfügbaren Boote aktuell, die liegen im Süden, im Mittelmeer. Da scheinen sie beliebt zu sein. 120.000 €, beziehungsweise verhandelt ja 103.000 € für unser Exemplar hier, sind also gar nicht mal so schlecht, wobei das natürlich auf den letztlichen Zustand ankommt. So, wir gucken uns heute eine Decksalon-Yacht oder, so eine Pseudo-Decksalon-Yacht an, nämlich eine Jeanneau Sun Odyssey 43 DS älteren Baujahrs. Die ist noch mehr ein bisschen Decksalon als die des neueren Baujahrs. Wie alle Boote hat auch die so ein paar Themen, die bekannt sind. Und da müssen wir dann gleich mal nachschauen, ob das Boot davon betroffen ist. Mal gucken, in welchem Zustand die ist. Die Rickspannung ist nicht doll, ist ziemlich schwach, die Spannung, was so ein bisschen darauf hindeutet,
Das werden wir gleich von drin sehen, dass der auch das Problem des Mastfußes hat. Und hier sieht man auch, dass es so ein bisschen nach innen geht. Hier siehst du halt, dass sich das durchbiegt, ne? Das siehst du richtig. Und hier hast du ja den Riss quasi schon. Hier siehst du auch, dass die Schraube hochkommt, richtig? Das ist ja schon ein Zentimeter, oder? Ja, also das muss definitiv aufgeschnitten werden. Hier kommt es auch hoch. Das siehst du richtig, wie weit das eingesackt ist. So, also hier haben wir tatsächlich das Thema, dass das Boot auch davon betroffen ist, dass quasi der Mastfuß wegsackt, weil das Holzteil, auf dem der Mastfuß steht, also zwischen dem GFK-Stringer und dem Mastfuß sozusagen, ist Holz. Und wenn da Wasser reinkommt und irgendwie kommt da Wasser rein durch die Verbindung, dann fault es weg, dann verrottet es einfach und dann drückt es alles zusammen. Und hier sieht man das schon, das bildet schon so eine richtige Kuhle. Und oben die Wanten und das ganze Rigg, das kannst du gar nicht mehr festziehen, das ist halt ganz locker. Aber wenn du das festziehst, dann drückt es den Mast halt immer weiter runter und presst das verrottete Holz immer mehr zusammen. Und das kriegst du gar nicht mehr festgezogen. Und oben hast du natürlich das Problem, dass im Deck, das ist ja nur eine Verbindung, das ist ja kein durchgehender Mast, dass es quasi das Deck dann auch durchbiegt und irgendwann bekommt es Risse. Das ist jetzt noch nicht so ganz so schlimm hier, weil die Wanten einfach nicht gespannt sind. Aber segeln kannst du damit nicht mehr richtig. Und das muss auf alle Fälle gemacht werden. Da führt kein Weg drum rum. Wird Testsegeln auch schwerer? Ja, segeln kannst du damit, wie gesagt, das wirst du merken, dass das Vorstark gar nicht mehr, also das kannst du gar nicht mehr spannen. Jetzt ist es so, dass bei diesem Boot dieser Block, wo die Maststütze draufsteht, aus Holz ist. Und zwar einlaminiert. Aber er ist aus Holz. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum macht man den aus Holz? Weil die Erfahrung zeigt, nicht nur bei dem Boot, sondern auch bei anderen Booten, dass dieses Holz weggammeln kann, wenn es feucht wird. Das wird feucht, wenn zum Beispiel der Mastfuß undicht ist, der ist ja auch durchgebolzt durchs Deck und dann läuft es in der Maststütze runter. Die wiederum ist auch verschraubt in dem Holz drin. Und wenn da das Wasser reinläuft, dann fault es mit der Zeit weg. Und das ist nicht unüblich, das hat man schon häufiger mal. Irgendwann sollte man mal daraus lernen. Warum tut man es nicht? Man könnte zum Beispiel ja einen GFK-Block einsetzen, statt einem Holzblock. Das wäre eine viel logischere Sache, aber der ist ja viel teurer als ein Holzblock. Daran liegt es dann immer. Wenn man dann eben nicht aufpasst, dann fängt das Holz an zu gammeln. Wobei man natürlich auch in Frage stellen kann, ob so ein Holzblock, da wo er steht, quasi in der Bilge, ob das überhaupt gut aufgehoben ist da. Klar, da kann natürlich, wenn da mal Risse drin sind, wobei in der Bilge keine Risse kommen dürfen, dann ist da schon ein größeres Problem, so grundsätzlich. Aber egal, wenn es nass wird und es befindet sich halt einlaminiert und da kommt Wasser rein, dann kann es ja auch nicht trocknen und dann hat man da eben nur noch weiches Holz drin. Und ein Grund, weshalb der Mast sinken kann. Ja, man hat ja auch lange Zeit Balsa verwendet. Es gibt ja immer noch Hersteller, die Balsa im Sandwich verwenden. Warum machen die das? Man weiß, dass wenn Balsaholz nass wird, dass es dann verrottet und dass das Sandwich dann im Eimer ist und riesen Kosten nach sich zieht. Also warum macht man das? Aus den gleichen Gründen, weshalb man da einen Holzblock einbaut, nämlich Kosten. Das Problem bei der Sache ist, man muss zwangsläufig das Problem beheben und das kostet schon ordentlich Geld. Und wenn man das Rigg dann aber spannen würde und eine ordentliche Spannung bringt, dann würde das ja bedeuten, dass der Druck immer größer wird und dass der Mastfuß dann nur noch weiter weg sinkt. Das sagt man immer weiter weg, allerdings der Mast, der steht ja oben auf dem Deck drauf. Das heißt, man sieht direkt, wie sich das Deck nach innen biegt, sozusagen an der Stelle. Das ist natürlich auch schlecht fürs Deck dann. Ist ein relativ einfacher Punkt, den man eigentlich gut checken kann, wenn man sich ein Boot anschaut. Ja, das sollte man auch immer checken. Das Problem hat jetzt nicht nur Jeanneau, sondern haben natürlich auch andere Hersteller. Und es ist natürlich auch von Modell zu Modell unterschiedlich. Ja, wie ist das eingebettet? Ist es Holz? Ist es GFK? Wie auch immer. Repariert wird es, indem man das alles aufmacht, einen GFK-Block einsetzt, wieder zulaminiert. Dafür muss natürlich der Mast entfernt werden, dafür muss unten alles aufgenommen werden und je nachdem, wie groß der Schaden ist, muss es weiträumiger ausgeschnitten werden oder auch nicht. Da gehen schon einige tausend Euro bei drauf. Ne? Und eine ganze Menge Arbeit. Ja, und eine ganze Menge Arbeit natürlich. Man muss alles vorbereiten, es muss ja alles ringsherum aufgemacht werden. Und das ist so ein typisches Problem, was man eigentlich relativ gut, oder wir zumindest,
wenn man sich damit auskennt, relativ gut im Vorfeld erkennen kann. Denn wenn man das nicht erkennt oder nicht weiß und man schließt einen Kaufvertrag und das fällt dann erst zum Gutachten auf, dann hat man natürlich Geld in ein Gutachten investiert und in alles ringsherum. Das Boot muss ja rausgehoben werden und so weiter. Das sind ja alles Kosten, die da entstehen. Und letztendlich wird es dann nichts, ja, weil das schon ein relativ großes Problem ist. Und im schlimmsten Fall macht man kein Gutachten und dann hat man schon ein noch größeres Problem, weil dann bezahlt es keiner. Ne? Weil das natürlich noch nicht ausreicht, haben wir zusätzlich noch einen Riss an einer Wrange entdeckt, genau an der Stelle, bei der Grundberührungen Schäden hinterlassen würden. Das wird vermutlich auch der Fall gewesen sein, gar nicht mal so offensichtlich, aber vorhanden. Das ist damit ein drittes größeres Thema und das ist unschön. Genau das Problem in noch größerem Ausmaß hatten wir in unserer Bootsprofis-Folge Nummer 41 schon mal. Das war ganz eindrucksvoll zu sehen. Den Link gibt es am Ende des Videos. An sich von der Aufteilung her, vom Layout, finde ich das Boot gar nicht schlecht. Die große Heckkabine hinten ist eigentlich eine nette Sache für ein Achtercockpit. Das Layout an sich ist gut gemacht. Das Badezimmer ist cool. So mit der abgetrennten Dusche. Also ist ein sehr schönes Boot, aber das Problem ist, dass es genau die Macken und Mängel hat, die diese Boote typischerweise haben. Und das muss sich natürlich im Preis widerspiegeln. Und manche Sachen sind relativ einfach zu machen. Manche Sachen sind ziemlich aufwendig. Wie zum Beispiel die Kielbolzen erneuern, die müssen raus. Dann ist das natürlich dann ziemlich aufwendig. Mastfuß muss erneuert werden. Das dauert auch ein bisschen und muss den Mast ziehen und so weiter. Also das ist schon auch nicht ganz ohne. Und der Crack im Schott ist natürlich auch, da muss man erstmal gucken, wo der herkommt und ob es noch weitere Beschädigungen gibt. Das ist natürlich ein Risiko, was da besteht, was man so ohne weiteres gar nicht beziffern kann, ohne dass man das da auseinandergenommen hat. Also da müssen wir überlegen, was wir machen. Ja. Muss halt die Macken jetzt da rauskriegen, beziehungsweise eben den Preis so weit reduziert kriegen. Ansonsten macht es keinen Sinn. Ja, so ist es. Das sind die drei Sachen, die uns aufgefallen sind und die auch auf alle Fälle gemacht werden müssen, definitiv. Und vor allem, da sind ja auch Arbeiten, die muss man tatsächlich auch machen lassen. Ich glaube, das kriegt man ja selber eben nicht so hin, ne? Ja, wenn du jetzt nicht erfahren bist, es gibt Anleitungen dazu, aber ich würde das eine Werft machen lassen. Und ansonsten ist es halt in einem sehr guten Zustand, ne? Was für ein Boot in dem Alter auch nicht normal ist, sagen wir mal so. Ja, das hatten wir ja auch schon also zumindest so auf den Bildern ja auch so den Eindruck gehabt, ne? Also dass der Zustand da allgemein halt sehr gut ist, ne? Genau. Wir haben unser Bestes versucht, aber der Eigner, der wollte nicht weiter runtergehen mit dem Preis. Und damit ist das Risiko einfach viel zu groß, dass Maiko und Pascal da über ihr Budget drüber rutschen würden. Außerdem ist es sowieso ungut, wenn man so ein cooles Vorhaben hat und sich eigentlich darauf freut, dass man an Bord ankommt und da einzieht und dann reißt man da erstmal so eine riesen Baustelle auf. Nee. Ja, und zumal das sind ja keine optischen Mängel, sondern insgesamt hätte da etliches gemacht werden müssen. Und wenn man etwas an der Rumpfstruktur macht, dann ist es eine große Baustelle. Ja, und dann kann man da nicht draufziehen, sondern das muss man dann erstmal machen lassen. Und das will man tatsächlich eher vermeiden, wenn man sich gerade so ein Boot neu gekauft hat. Einfach auch fürs Gefühl, ne? Ja. Aber ich vermute mal, dass ein paar Wochen später das Boot sowieso verkauft wurde an jemanden, der wahrscheinlich kein Gutachten hat machen lassen. Ich hoffe, es war keiner von euch. Werden wir das rausfinden? Falls, dann könnt ihr euch ja mal melden. Das in den Kommentaren. Wobei, das wäre ein dickes Fettnäpfchen jetzt. Das war ja zu der Zeit üblich, dass keine Gutachten gemacht wurden, weil die Boote ja relativ schnell vom Markt weg waren. Ja, aus FOMO. Aber das haben wir in einem unserer letzten Videos schon mal besprochen, dass das keine gute Idee ist. Wie die Bootssuche mit Maiko und Pascal weitergeht, beziehungsweise auch ausgeht, das zeigen wir in einer der nächsten Folgen. Natürlich gibt es ein tolles Ergebnis und wir nehmen euch wieder mit zum Gutachten. Und wer das nicht verpassen möchte, einmal auf Abonnieren klicken und die Glocke abonnieren. Ach nee, ja, abonniert man eine Glocke? Nee. Die aktivieren. Aktivieren was. Du hast recht. Wir lernen das noch. Ja, das ist ein Dauerprozess, das Lernen. Und wer ein Boot ähnlichen Typs nach Grundberührung mit... Entschuldigung. Das mit dem Abonnieren, Aktivieren, Schikanieren, das ist Schikane. Das ist echte Schikane. Du kannst die Glocke auch schikanieren. Ich kann die Glocke auch schikanieren. Und wer ein Boot ähnlichen Typs sehen möchte, nach einer Grundberührung, aber mit einem viel größeren Schaden, der kann jetzt hier links eingeblendet das nächste Video anschauen. Und dann sehen wir uns gleich oder in der nächsten Folge Bootsprofis. Eine gute Zeit euch allen. Bis dahin. Ciao, ciao. Adios.